Willkommen bei Unterm Messer, dem monatlichen Plastic Surgery Podcast mit Barbie Breakout und Christian Rössing. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Unterm Messer, eurem Lieblings-Plastic Surgery Podcast, den es monatlich gibt. Mein Name ist Barbie Breakout, ich sitze hier mit dem großartigen Christian Rössing. Der immer großartiger wird jedes Mal. Immer besser. Mein Gott. Der plastische Chirurg der Stars. Oh. Ach so, eine Sache sage ich noch vorher. Wir sind ein Videopodcast, das heißt, wenn ihr uns jetzt hört, bei den gängigen Portalen ist das schön, aber ihr könnt uns auch sehen, nämlich bei YouTube und bei Spotify Video. Also ja, wenn ihr uns zuschauen wollt, wir sind nicht hässlich, uns kann man angucken. Auch dank deines Berufsstandes. Du siehst heute besonders toll aus. I'm very sparkly. Und ich habe Madonna auf der Brust, das kann nie schaden. Mein Herz, wir sprechen heute über ein Thema, über das wir ganz viele Anfragen bekommen haben. Also wir haben ja, das ist jetzt die 4. Folge, glaube ich. Und nach den meisten Folgen haben wir so einfach nur viel Lob bekommen, weil wir toll waren. Aber wir sagen ja immer, die sollen uns auch Sachen schicken, die sie interessieren. Und das Thema, was wir heute machen, kam tatsächlich ganz oft. Es geht um den Körper. Ich weiß, hast du angekündigt. Ja, du weißt schon Bescheid. Du hast dich auch vorbereitet. Ich habe mich auch vorbereitet. Ist das eine Sache, die ihr viel macht hier? Ja, das ist nach wie vor eine der häufigsten Sachen am Körper, ist nach wie vor die Brust. Mhm. Das ist einfach so, statistisch ist das auch weltweit nach wie vor der Fall. Wir haben ja das letzte Mal über die Facelift-Geschichten gesprochen. Die sind einfach statistisch gesehen nicht so häufig wie eine Brustvergrößerung zum Beispiel oder eine Fettabsaugung. Und wir decken ja hier das gesamte Spektrum ab. Auch wenn ich nicht der alleinige Operateur bin bei uns in der Klinik, aber wir bieten alles an. Und ich meine, also allein vom Geld her macht es ja auch Sinn, eine Brust ist ja wesentlich erschwinglicher als jetzt so ein Facelift, würde ich mal sagen. Ja, bitte? Oder? Eine Brust ist erschwinglicher, wenn man das so sieht, als ein Facelift. Das ist aber auch keine billige OP. Mhm. Das hat sich auch in den Jahren deutlich verändert. Auch die Implantate sind natürlich jetzt in den Preisen gestiegen, sind auch deutlich hochwertiger. Wir haben also ganz tolle Hersteller, die auch wirklich safe Produkte bieten. Wir hatten ja viele Probleme in den letzten Jahren. Tatsächlich. Bei Brustimplantaten. Weil die geplatzt sind, oder? Wir hatten, weil sie geplatzt sind, weil also Silikon quasi übergetreten ist, die Hülle brüchig wurde. Das lag an der Oberfläche der Implantate. Und wir hatten in den Jahren 2012, 13, 14 einen Hersteller, es waren mehrere Hersteller, aber einer war ganz besonders anfällig für Rupturen und auch für Kapselfibrosen und entsprechende Komplikationen. Und da mussten wir jetzt in den letzten Jahren mengenweise die wieder rausholen. Scheiße. Ja, hat das auch, wir springen jetzt gerade vor, aber machen wir ständig. Hat das auch damit zu tun, diese Implantatkrankheit, die es gibt? Ich weiß, Michelle Visage, die Co-Host von Drag Race US, die hat ja sehr lange immer große Implantate gehabt und hat dann irgendwann wie so eine Autoimmunschwäche bekommen. Deswegen, sagte sie, hat da so eine Doku drüber gemacht, dass der Körper das quasi abstößt oder so. Ja, das nennt sich Breast Implant Illness. Mhm. Das ist aber etwas, worüber es wenig Studien gibt, wie über so viele Dinge in der Ästhetik. Man glaubt immer dann, das zu wissen und ganz sicher zu sein, aber belegbare Studien sind ganz schwer zu bekommen. Und auch da, ich bin mir sicher, dass Implantate auch krank machen können, wenn das Immunsystem das Ganze nicht so gut abhaben kann, mal übersetzt gesehen. Und wir haben, ich bin mir sicher, dass es Frauen gibt, oder auch Männer, wenn ihr Implantat entfernt wird, wenn sie krank geworden sind, sich schwach fühlen, Gliederschmerzen, immer mal fiebrig, man sieht so subfebrile Temperaturen und man hat das dann eben auf das Implantat zurückgeführt und hat die dann entfernt und denen ging es dann plötzlich besser. Okay. Weswegen man jetzt auch vollkommen von diesen rauen Oberflächen der Implantate weggekommen ist. Ach. Insbesondere, wenn sie dann ein relativ weiches Gel drin hatten, weil man eben vermeiden möchte, dass das eben passiert. Man ist jetzt mehr wieder auf fast, nicht glatten, aber mikrotexturierte Implantate. Die haben nicht mehr diese diese rauen, ich glaube, wir haben auch welche, könnte ich noch zeigen. Ich habe hier welche gebunkert tatsächlich, aber zu denen kommen wir gleich. Okay, vielleicht ist noch eins dabei, das zeige ich manchmal, was man eben nicht mehr nimmt.
Sowas hier, das ganz rau? Ja, das ist was ganz anderes. Fühlt sich sehr rau an. Das ist ein Polyurethan. Nee, das ist das ist so ein Be-Light-Implantat. Das heißt was? Das sind Implantate, die haben geschäumtes Silikon. Das sind so kleine Lufteinschlüsse drin. Okay. Deswegen wiegen die 30% weniger. Ach, dann hängt das nicht so schnell. Ja, es ist einfach leichter. Okay. Sind aber von der Oberfläche ein bisschen schwierig, finde ich. Und ja, ich habe hier was Großes. Ist das eine Brust? Also das ist ein Brustimplantat, ich glaube 1 Kilo, 1050 cc Kubik. Ja. Ist aber so ungefähr 1 Kilo. Das zeige ich immer gerne so als Abschreckung. Oder gibt es sicherlich viele Leute, die dann sagen, ja genau das wollte ich. Ja, die fragen ja dann, sie möchten so Doppel-D und riesengroß und dann möglichst, die haben ja dann schon so Vorstellungen. Ja, meine Freundin, die hat 700 drin und also ich möchte mindestens dann so 900 oder 1000 und dann lege ich denen das in die Hand und sage, würden sie das quasi doppelt mit sich herumtragen? Ist nämlich schwer. Ist schwer. Da kommen ja dann solche Implantate ins Spiel, die dann einfach leichter sind, ja. Die zwar vom Volumen her groß sind, aber eben deutlich leichter sind. Na, es ist schwer, aber ich sehe auch gerade vom Brustkorb her, und du bist ja nun jetzt keine zarte, filigrane Frau, aber selbst wenn ich dir jetzt 2 davon auf die Brust setzen würde, bist du schon ganz schön voll. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, da ist jetzt so ein kleinerer Körper drunter, ja. Da gibt es so schwierig. Einige. Ja. Ja. Und das lehne ich wirklich ab. Ja. Das mache ich nicht. Wir kommen gleich noch zu den Sachen, die man ablehnt. Wir haben jetzt tatsächlich mit den Implantaten, bin ich jetzt ein bisschen quer geschossen, aber ich bin hier immer so fasziniert, wenn ich in dein Büro reinkomme, greife ich mir immer wahllos irgendwelche Sachen und fühle da dran rum, weil mich das total fasziniert. Ja, da kann man richtig ein Spiel draus machen, was ist für was. Es gibt nämlich eins, das wird immer total verwechselt. Genau. Frag mal, ist das ein Penisimplantat? Was denkst du, was es ist? Weiß, du weißt es schon. Ja. Das ist einWadenimplantat. Ja. Wie oft machst du Waden? Ganz selten. Ich kann mich, das ist einfach, das wird nicht so per se nicht so viel nachgefragt und ich bin kein Spezialist dafür. Ich mache das einfach bei zum Beispiel Fehlbildungen oder nach Unfällen können wir das einsetzen, um einfach das Volumen der Wade wieder etwas anzupassen an die Gegenseite. Aber aus ästhetischen Gründen mache ich das nicht. Wo ist Inzision? Macht man im Knie? Oder? Das macht man in der Kniekehle und dann schiebt man das sozusagen zwischen die Muskel, unter die Muskelfaszie, einfach nur um das Volumen zu vergrößern. Also das ist nicht so, dass man da verschiedene Muskeln nachbildet. Ja, aber man unterschätzt das halt auch, ne, Implantate. Deswegen, ich finde das immer ganz gut, wenn Leute das auch mal sehen können. Weil, also als wir damals, haben wir in der Folge schon drüber gesprochen, als wir hier die pektoralen Implantate hier gemacht haben, Freundin von mir, die das mit mir zusammen gemacht hat, oder ein Freund von mir, der das mit mir zusammen gemacht hat, wollte dann was Größeres, weil sie dachte, die kleinste Nummer, die ich drin habe, reicht nicht. Ne? Die wollte was Größeres und man denkt dann, so ein Männerkörper kann sowas eher ab und das ist natürlich weit entfernt gewesen von sowas. Und trotzdem war es viel zu groß. Ja. Viel zu groß. Das ist genau, gerade bei diesen Pectoralis-Implantaten ist man häufig geneigt, etwas Größeres zu nehmen, weil man ja ein extrem besseres Ergebnis will, weil man ja mehr Muskelmasse zeigen möchte, die gefakte Muskelmasse. Aber da ist das Kleine meistens besser, hat auch weniger Nebenwirkungen. Jetzt haben wir uns schon sehr mit der Brust beschäftigt und mit den Brustgeschichten aufgehalten. Lass uns mal darüber sprechen, was es noch so für Body-OPs gibt, die so gang und gäbe sind bei euch. Bauchdeckenstraffungen, das ist ein Dauerbrenner, der hält sich auch recht konstant über die ganzen Jahre meines Daseins als plastischer Chirurg. Das ist nicht die häufigste OP, logischerweise, ist auch eine große, gehört zu den großen Operationen. Da wird ja im Prinzip neben der Straffung des Haut- und Fettmantels in der Regel auch der Muskelanteil an der Bauchdecke gestrafft, der oftmals zum Beispiel nach Schwangerschaften ausgeleiert ist. Ja. Und dann wird die Faszie gestrafft und wieder vernäht, unter Umständen auch mit Fremdmaterial, mit so einem Netz, was eingelegt wird, kommt auch sehr selten vor. Aber das ist eine große Operation und die wird es immer geben, auch nach Gewichtsverlust, wenn dann Haut überhängt. Sehr dankbar, ist meistens immer tolle Ergebnisse, wenn es gut alles verheilt ist. Das wird jetzt sicher mit dem Siegeszug der GLP-1, also der Ozempics und Mounjaros und Wegovis, eine größere Sache wieder werden, ne? Dass Allerdings Leute Hautüberschuss entfernen wollen. Richtig, das ist im Moment, also ich merke das auch, die Nachfrage nach Straffungen steigt wieder an und es sind unglaublich viele Menschen, die signifikant an Gewicht verloren haben und das ist fast in allen Fällen jetzt eine von dieser Palette, dieser sogenannten Abnehmspritzen von Ozempic über Wegovy, Mounjaro und so weiter.
Die sind denn wirklich effektiv, Gott sei Dank. Fettleibigkeit hat jetzt sozusagen echt einen Feind bekommen. Das macht es natürlich für viele Patienten auch einfach, aber viele schaffen es auch einfach nicht abzunehmen und kriegen kommen gar nicht über diese Klippe hinüber. Und deswegen ist das ein Geschenk meines Erachtens. Absolut. Wenn es ärztlich begleitet ist und so weiter. Ja, ich nehme jetzt seit einem Jahr Mounjaro und hatte vorher, also ich war ganz lange schlank, dann habe ich ganz doll zugenommen, verschiedene Gründe, Depressionen, Essstörungen, ne? Und habe es nicht geschafft, darunter zu kommen, allein weil das halt in meinem Kopf arbeitet. Ne? Ich habe die ganze Zeit in meinem Kopf Stimmen, die mir sagen, essen, essen, mehr essen. Auch wenn ich schon satt bin, mir steht es hier. Also es hat gar nicht so viel mit Abnehmen, Schaffen zu tun oder mit ein bisschen Sport und ein bisschen Selbstdisziplin geht das ja. Man kämpft dagegen andere Windmühlen an. Und da sind solche Medikamente tatsächlich Gold wert, weil sie einem einfach helfen, diese Stimmen auch ein bisschen runterzudämmen und leiser zu machen. Absolut. Also, und die Nebeneffekte, ich glaube, für viele Leute hat das so einen komischen Ruf bekommen, diese Spritzen, dass man sagt, ja, da machen sich die Dicken jetzt einfach. Aber es gibt ja ganz tolle Nebeneffekte, auch neben der Gewichtsabnahme schon, die vorher gar nicht so klar waren. Ja, und die auch überraschenderweise, also viele positive Nebeneffekte, die nicht klar waren, die kommen jetzt zum Vorschein und man ist überrascht und erstaunt darüber. Und ich kenne einige Internisten, die sich damit intensiv beschäftigen und die sagen ganz klar, die Benefits dieser Sachen sind viel höher bei wirklich adipösen, also dicken Menschen, als die negativen. Da muss man aber auch ehrlicherweise sagen, es gibt eben auch da keine Langzeitstudien. Es wird noch nicht so lange angewendet und insbesondere nicht bei denen, die eigentlich nur einen leicht erhöhten Body Mass Index haben. Und leider, ich habe auch hier Patienten, die mich immer fragen, können Sie mir das verordnen? Und die sind einfach, eine Frau von 1,75 und 50 Kilo, die braucht bestimmt kein Ozempic. Und da ist auch an die Verantwortung gesprochen an die Ärzte, dass sie das eben dann nicht verordnen. Auf jeden Fall. Das ist ein bisschen zu viel. Wie ist das denn bei so Winkearmen? Weil das habe ich bei mir so gemerkt, dass ich so mit der Zeit, dass hier so ein bisschen Haut ist. Ja klar, du verlierst ja global am ganzen Körperfett. Nee, aber macht ihr sowas auch? Winkeärmchen natürlich. Ja? Wo schneidet man da? Hier. Okay. Ach so, richtig so ein Querschnitt? Das ist ein Längsschnitt, also gibt es auch verschiedene Techniken. Man fängt in der Achsel an und das wird wie eine Spindel rausgeschnitten oder es gibt auch so einen Golfschlägerschnitt. Wenn wirklich die Haut extrem überschüssig ist, dann schneidet man die auf Deutsch gesagt weg. Es gibt aber auch da weitere Entwicklungen in unserem Fachgebiet. Es gibt auch ganz potente Geräte mittlerweile, die, wenn es nicht extrem ist, das Winkeärmchen, dann mit Radiofrequenz oder mit so einem Laser, dass man das eben straffen kann. Spannend. Okay, das heißt, wir haben Brüste, wir haben Waden, wir haben Arme, wir haben Tummy-Tuck. Was ist denn mit Absaugen? Absaugen macht ihr hier bestimmt auch viel. Absaugen nach wie vor Top-Operation. Bei Männern im Übrigen eine der häufigsten Operationen mit Oberlidstraffung. Ich glaube aber, das Thema, was wir eben hatten, wird das Ganze auch beeinflussen. Wir können das jetzt noch nicht so sehen. Das ist ja etwas, was sich über die Jahre entwickelt. Ich glaube aber, Fettabsaugungen wegen einfach nur zu viel Essen und nicht krankhafter Adipositas, das wird weniger werden, weil ich glaube, der Zugang zu diesen Abnehmpräparaten, die sind ja auch noch in der Entwicklung. Es gibt, glaube ich, jetzt bald ein neues. Yes. Ja, und es wird weiter daran geforscht. Das ist natürlich für die Pharmaindustrie ein Geschenk, ja, dass das jetzt, ich glaube, dass die dänische Volkswirtschaft ist in einem Jahr nur wegen der Absätze durch die Ozempic-Spritze gewachsen, sonst wäre sie geschrumpft. Oh wow. Da kann man nachlesen. Look at that. Saving lives. Ja, big business, saving lives. Aber das ist die Entwicklung, die wir haben, mit allem. Ja. Jetzt sind ja gerade Körper natürlich immer auch ein Trendthema. Ne? Wir sehen, man kann das schön verfolgen über die Jahrhunderte, wie sich Körper entwickelt haben, dass Rubensfrauen mal das absolute Schönheitsideal waren, also fülligere, gut genährte Frauen und dass sich das über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte immer wieder sehr verändert. Jetzt haben wir unter anderem durch die Kardashians, allen voran Kim, seit, würde man sagen, 10 Jahren oder so einen deutlichen Trend zu mehr Kurve, also zu einer flachen Taille,
und dann einem sehr voluminösen Hinterteil und Schenkelbereich, sage ich mal. Der sogenannte BBL kommt da zum Tragen, der Brazilian Butt Lift. Erklär mal, was das ist. Unter Brazilian Butt Lift versteht man eine Vergrößerung des Gesäßes. Ja. Und da gibt es verschiedene, also zwei grundsätzliche Sachen. Einmal mit eigenem Fett, also man saugt Fett da ab, wo es zu viel ist und spritzt es im Gesäß ein. Mhm. Oder man benutzt ein Silikonimplantat, ähnlich wie bei der Brustvergrößerung, und setzt das auch da unter den Gesäßmuskel ein. Oder man kombiniert es, was eigentlich die mittlerweile, glaube ich, häufigere Version ist, wenn man ein deutliches Ergebnis haben möchte, also ein bisschen übertrieben vielleicht, dann reicht das Eigenfett meist nicht aus oder man muss viele Sitzungen machen. Ich kenne mehrere Leute, die jetzt auf ihrem 3. BBL schon sind. Ja. So. Da ist die Wiederholung sozusagen der Erfolg, weil jedes Mal, wenn wir Eigenfett einspritzen, auch natürlich ein bisschen was hängen bleibt. Ich habe auch schon Fälle gesehen, wo eben nicht viel übrig bleibt. Und die Technik ist standardisiert, zumindest bei dem Arzt, der sie durchführt. Jeder macht es vielleicht auch ein bisschen anders, aber wir machen es immer gleich. Und dann gibt es welche, da wächst 70% der transplantierten Zellen an, bei den anderen nur 20%. Es ist die gefährlichste der Körper-OPs, ist das richtig? Nach den Statistiken auch weltweit. Die ersten, die es veröffentlicht haben, waren natürlich die Amerikaner. Da war es wahrscheinlich auch mit den südamerikanischen Ländern am häufigsten. Ist es die gefährlichste Operation? Statistisch hat es die höchste Sterbequote, obwohl die immer noch im Promillebereich liegt. Gott sei Dank. Das lag aber daran, dass man in der Vergangenheit, als das so im Trend war und losging, dass dann oftmals die Fettzellen mit den Kanülen tief auch in den Muskel gespritzt wurden, weil man glaubte, dass es dann also auch notwendig ist, um diese großen Volumina zu erzeugen. Und hat dann in einigen Fällen eben leider Arterien, also Adern getroffen, die vom Herzen sozusagen wegpumpen und auch Venen, die zum Herzen hinfließen. Und hat dann, wenn man es in eine Arterie gespritzt hat, ist es sozusagen zu einer Lungenembolie gekommen. Man ist es dann sozusagen in den Lungenkreislauf gedrückt worden und hat dann zu einer Lungenembolie geführt und unter Umständen waren dann eben auch leider ein paar Todesfälle dabei. Und das hat diese Statistik dann so erbracht. Ja. Jetzt haben wir gerade gesprochen über den BBL also die Fettgeschichte, Fettumverteilung und aber auch Implantate. Machst du denn normale Arschimplantate ohne BBL? Machst du das überhaupt? Ich persönlich mache das sowieso gar nicht. Ach so, gar nicht. Das ist etwas, das habe ich einfach schon, also die Po-Implantate. Ich mache das einfach nicht. Ich mag die OP nicht. Ich kann auch nicht alles machen wollen. Ich habe zu wenig Erfahrung damit gesammelt, als dass ich sage, ich kann das jetzt sicher ganz gut machen. Ich kann nicht alles machen. Ne? Das ist wie jeder. Der Schuster kann ja auch nicht High Heels und Sandalen und das kann er vielleicht machen, aber irgendetwas macht er besonders gut und vielleicht ist das auch gut, sich in unserem Bereich dann weiter zu spezialisieren. Also das mache ich nicht. Ich mache nach wie vor auch Fetttransfer und wir wissen jetzt, um nochmal auf die Gefährlichkeit dieser OP zurückzukommen, dass die Injektionsform, also unter der quasi oberhalb des Muskels, unterhalb Haut, also quasi in dem Bereich, wo das Fett an sich auch ist, da darf man nur das Fett einspritzen. Da ist auch nicht die Gefahr, dass es so eine schlimme Nebenwirkung gibt. Wenn man sich daran hält und auch die Menge nicht zu hoch ansetzt und man bleibt beispielsweise bei 200 Millilitern pro Seite, dann ist man safe. Dann kann man das auch machen. Nur dann wird niemals so ein extremes Ergebnis erzeugt werden können und man muss es mehrmals machen. Jetzt häufen sich im Internet die Meldungen über den sogenannten BBL-Stench oder den BBL-Smell, also dass der Brazilian Butt Lift anscheinend einen Eigengeruch haben soll, einen abstoßenden, nicht in allen Fällen, aber in manchen. Was hat es damit auf sich? Ja, das habe ich auch schon gehört. Mit Sicherheit hängt das damit zusammen, wir sind dort in der Nähe von dem Anus. Und es gibt immer so ein bisschen kleine Mikroinfektionen, die dann auftreten können. Also wir haben ja da auch Kolibakterien, die da rum. Deswegen ist es auch von der Infektionsgefahr höher als vielleicht ein anderes Gebiet am Körper, weil das ist nun mal unser Auspuff dort.
und da kommt so eine Menge raus und da sammelt sich einiges an. Umso wichtiger ist da auch die richtige sterile Hygiene zu halten. Aber so ganz genau kann ich das gar nicht sagen mit dem Geruch, mit diesem Eigengeruch. Das müsste ich jetzt auch nochmal nachrecherchieren. Okay. Klingt aber irgendwie gruselig. Es klingt sau eklig auch. Also die Erfahrungsberichte, die ich gelesen habe, das, was ich rauslesen konnte oder wie ich es verstanden habe, ist, dass manche Teile wohl auch absterben, also Teile des Fetts da irgendwie eben nicht integriert sind. Ach so, ne, das ist nochmal was. Vor sich hin rotten schon quasi und dass das dann stinkt. Also ja. Also was und neben dem, was wir eben schon erwähnt hatten, Injektion von Fettzellen in die Blutbahn, Infektion durch Bakterien im Bereich Anus, kommt als dritte mögliche Gefahr dazu, dass die Fettzellen, die man transplantiert, die nicht anwachsen, die werden ja normalerweise resorbiert. Die können sich aber auch wie Zysten sammeln und wie so eine, man nennt es Ölzysten, im Gewebe verharren. Und die können natürlich, wenn sie so ein bisschen dann auch noch etwas Infektionsgebiet hatten, dann stinken die vielleicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es das ist, aber das kann nicht oft vorkommen. Also ja, insgesamt ist es auch nicht meine Lieblingsoperation. Es hat schon einen Grund, warum ich gewisse Dinge lieber mache. Ja. Ich höre öfter jetzt, dass auch bei Brust-OPs, dass man quasi also ein Implantat macht, dass man es aber mit Fett quasi noch so umfüttert mit Eigenfett. Ja. Sind Fett-Transfers, nimmt das zu und nehmen Implantate ab oder macht man die Kombination am liebsten? Man macht, also das hält sich eigentlich auch viele Jahre gleich. Es gibt Verfechter der Eigenfetttransplantation. Es gibt welche, die lehnen das ab, weil es einfach wiederholt werden muss, die Ergebnisse nicht so prägnant sind wie gewünscht. Also ich wende die Eigenfetttransplantation an der Brust oft in Kombination mit einem Implantat an, wenn die Patientin da einfach wenig eigenes Gewebe hat und dass man das einfach noch ein bisschen optimieren kann. Aber ein grundsätzlicher Brustaufbau mit Eigenfett, das ist gehört nicht zu unseren Standards, weil ich da auch nicht die besten Erfahrungen mache. Ist wahrscheinlich zu diffus, ne? Es ist wahrscheinlich schwer, das in eine Form zu pressen, wo es dann auch symmetrisch gleich ist. Ja, man hat eben immer noch die Gefahr, dass es eben der Prozess der Resorption ist dann eben auch nicht immer genau gleich. Right. Und wenn es um Nuancen geht, ist das dann immer ein Diskussionspunkt. Ja. Ich finde, die qualitativ gute Implantate, die uns wirklich zur Verfügung stehen, sind einfach besser, die haben eine gute Langlebigkeit, aber das Eigenfett hat genauso seine Berechtigung. Also ich bin nicht der größte Fan. Okay. Ich habe in den letzten Jahren immer häufiger die sogenannte 360-Lipo gesehen. Was muss ich mir darunter vorstellen, weißt du das? Das ist ja eine Liposuktion, das sagt ja der Name aus, das ist 360 Grad um den ganzen Körper, vorne, hinten, Seite, oben, unten geht. Marketingbegriff. Ich warne davor, wenn man sich vorstellt, dass man den Körper von vorn, von hinten, von den Seiten alles auf einmal absaugt, dann hat man ein Problem mit dem Lymphabfluss. Beispiel, wenn ich jetzt eine Patientin habe das sind nur Frauen mit Lipödem. Das ist übrigens ein wichtiges Thema auch, also im Bodybereich, aber Lipödem an sich ist ein Riesenthema, die wirklich fortgeschrittene Stadien haben, da muss man beispielsweise die Absaugung Step by Step in mehreren Schritten machen. Also entweder nur die Vorderseiten beispielsweise der Oberschenkel in Kombination vielleicht mit ein bisschen Innenseite und dann im nächsten operativen Eingriff die Seiten und die Rückseite und so weiter, weil einfach sonst der Lymphabfluss nicht mehr gewährleistet ist und das kann Riesenprobleme geben. Deswegen auch da, das klingt immer alles toll, ist aber mit Vorsicht zu genießen. Ich erinnere, ich war lange nicht mehr auf Ibiza, aber das muss so, 10, 15 Auf Ibiza? Jahre, ja, 10, 15 Jahre wird es her gewesen sein und ich saß vor der Croissant-Show, vor diesem Café, wo man da immer sitzt, saß ich draußen und habe morgens irgendwie einen Kaffee getrunken und gucke so vor mich hin, noch so leicht verdüselt und mir kommt so ein älterer Mann entgegen, ich würde sagen freundliche 60 oder so, oben ohne, mit so einer Badehose und so einer runden Plauze. Und ich habe den so aus dem Augenwinkel angeschaut und mein Gehirn hat gerattert und ich war mit dem Kopf woanders, aber ich habe gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe den angeguckt und ich dachte, mein Gehirn will mir irgendwas sagen. Und dann habe ich länger hingeschaut und irgendwann habe ich gesehen, dass der auf seiner dicken Plauze vorne so ein Sixpack drauf hatte. Ja, das ist doch so lächerlich, oder? Ja, und mein Kopf war am Rattern und irgendwann dachte ich, das gehört da nicht hin. Macht ihr sowas, so Kunstsaugungen? Nein, also weil das sieht ja wirklich bescheuert aus. Also das ist, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen, dass das irgendwem gefällt. Es gibt vielleicht Ausnahmen.
Das lohnt sich ja nur, wenn man optimiert bei einer Fettabsaugung, also wirklich einen Shape reinbringt und eine Konturierung. Dann macht man das auch, dann kann man auch wirklich den Bauch noch in Richtung Waschbrettbauch saugen. Wobei auch da müssen die Voraussetzungen optimal sein. Das muss jemand sein, der wirklich schon schlank ist, wo es einfach auch nicht mehr viel Fett gibt, sonst alles im Lot ist. Ich kann ja nicht den Bauch absaugen und Waschbrettbauch reinmachen und hat dann wie heißt das, Love Handles an der Seite hängen oder so eine Kugel da dran. Der hatte so eine Kugel und vorne drauf das Ding. Also das finde ich, also das sind so Sachen, die finde ich wirklich so blöd. Mache ich nicht, nein. Was ich jetzt immer öfter sehe, ich habe eine Folge gesehen von, ich glaube, das heißt Hooked on the Look heißt die Show, die haben so Extremfälle. Und da hat sich eine Person, will sich quasi den Kopf vergrößern lassen. Also die hat unter ihren Haaren, die hat in ihren Haaren immer so 2 Dinger drin, die dann volleres Haar machen. Und sie hat sich überlegt, sie kann das doch eigentlich auch unter die Haut machen lassen, dann muss sie das nicht immer tupieren. Also total gaga, of course. Aber ich glaube, das wollen die herstellen oder sie denken darüber nach, das herzustellen mit so einem 3D-Drucker. Macht ihr sowas auch? Ich weiß nicht, ob ein 3D-Drucker das dann jetzt schon in der mit den medizinischen Anforderungen gerecht machen kann. Was wir machen können, sind Custom-Made Implants. Das heißt, wir machen beauftragen einen Scan an der Körperstelle, die gewünscht ist, und können dann berechnen, was für ein in der Regel Silikonimplantat platziert werden kann. Ich kenne das aus meiner Praxis bei der sogenannten Trichterbrust. Das ist also, wenn das Brustbein relativ tief liegt und dadurch also der Thorax unschön aussieht, bei Männern, auch bei Frauen. Aber Männer leiden da häufiger darunter. Und da kann man für diesen Bereich ein Implantat sozusagen ausgießen lassen und einsetzen. Ist aber nicht die häufigste Operation. Wo würde man da schneiden? Unterm Arm und das von der Seite? Man macht es in der Regel unterm Arm seitlich, kann man das einbringen, dass man das bis vor zum Brustbein bringt. Man kann per se nicht direkt auf dem Brustbein ein Implantat setzen. Das könnte dann eben die Haut schädigen, genau obendrauf. Da gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Wie würde man sowas festmachen? Weil einfach nur drunter schieben und hoffen, dass es hält, ist ja, glaube ich, geht nicht, oder? Nö, das ist aber ähnlich wie bei den Pectoralis-Implantaten. Die werden ja auch nicht angenäht oder befestigt. Aber bei diesen Ausgussimplantaten, die also länger und größer sind, die haben so kleine Ösen. Und dann kann man dann quasi oberhalb der Rippen an dem Weichgewebe über den Rippen, das Periost, dann wird sozusagen mit einer Naht das Ganze befestigt und dann vernarbt das im Heilprozess und hält auch da. Okay, spannend. Das sind aber seltene rekonstruktive Fälle. Ja. Ich habe gibt auch einen Fall von einer Eindellung am Kopf. Ich glaube, das war unfallbedingt. Es war keine funktionelle Problematik da, aber es war ein junger Mann, hatte wenig Haare, musste die immer kurz schneiden und hat einfach unter dieser Delle gelitten. Und da hat das auch prima geklappt. Da hat man so ein Implantat herstellen lassen. Nicht aus dem 3D-Drucker, sondern wirklich bei der Firma. Die machen das von Hand. Und dann wurde das implantiert, sah super aus. Kleine Narbe, perfekt. Toll. Das sind wirklich tolle, sinnvolle Sachen. Aber jetzt ein Dutt zu produzieren, also. Ich glaube, ganz oft machen die so Sachen auch als Ragebait, um dann halt in der Sendung irgendwie viel geklickt zu werden. Ja, so. ja, kann auch sein. Also ich kenne auch keinen Arzt, der das machen würde. Eine Frage, die tatsächlich auch relativ häufig bei mir ins Postfach geflattert ist, war die Bitte, dich mal zu fragen, wie es mit Intimchirurgie aussieht. Macht ihr sowas? Was ist da möglich? Allgemein, was haben die dich denn gefragt? Na, also meistens sind Jungs, die einen dickeren Pimmel wollen. Aha, weil die häufigste intimchirurgische Anfrage bei uns ist natürlich eine Schamlippenkorrektur bei Frauen. Und damit fange ich jetzt mal an eigentlich, weil das wirklich der häufigste Eingriff ist in der Intimchirurgie. Das ist eine Korrektur der inneren Schamlippen. Und das ist, kann man sich vorstellen, für die Frauen wahnsinnig belastend, wenn die innere Schamlippe überdimensional dann eben sichtbar ist und eben auch reibt und drückt. Und das ist eine echte Indikation, auch medizinisch berechtigt, das Ganze relativ easy machbar zu kürzen. Das ist die häufigste intimchirurgische Operation, die wir machen. Auch Zahlt das die Kasse? Das zahlt häufig auch die Krankenkasse, wobei wir natürlich nicht mit den Krankenkassen arbeiten. Das ist also am Ende muss es die Patientin dann selbst bezahlen oder hat eine private Versicherung und kann das einreichen. Alles andere ist dann schon eher etwas, was in die
Wunschsachen geht, also wie zum Beispiel eine Verengung der Scheide oder eine Aufpolstern der äußeren Schamlippen, wenn die nicht mehr so prall sind, kann man auch mit Eigenfett arbeiten. Das ist das, was die Frauen angeht. Und bei Männern wird häufig nach einer Penisverlängerung gefragt oder eine Penisverdickung. Wir machen nur die Verdickung. Bei die Verlängerung habe ich mich nie dafür interessiert und habe das auch nie wirklich gelernt. Und genau wie wir hatten eben das Thema mit den, was war das denn? Es gibt Dinge, die ich eben einfach nicht mache. Ja. Nicht, weil ich sie nicht mag, sondern weil ich sie einfach nicht gelernt habe und jetzt einfach mit anderen Dingen so voll beschäftigt bin, dass es nicht mehr so einen Sinn macht, immer wieder neue Terrains zu erobern. Das gebe ich gerne. Ich habe Kollegen, in Nordrhein-Westfalen kenne ich 2, die das super machen und die machen fast nur noch ausschließlich das. Interessanterweise, sie machen fast nur noch Penisverlängerung, Penisverdickung. Ja, ich glaube, das ist ein Riesenmarkt auch. Ist das, ja. Also ich kenne so viele Leute, die unzufrieden sind also fast alle Männer, die ich kenne, sind unzufrieden mit ihrer Größe und hätten gerne immer noch ein bisschen mehr. Aber woran liegt das? Liegt das daran? Ich glaube, wir haben sehr, sehr, sehr extreme Vorstellungen durch die Art von Content, die man so konsumieren kann. Ne, dass man sich, also selbst die Leute, die ich kenne, die sehr gut ausgestattet sind, trotzdem das Gefühl haben, sie könnten noch ein bisschen mehr. Ja, ich glaube, da liegt auch eher das Problem. Ja. Aber man kann was machen. Also das ist eine Umfangvergrößerung, eine Verdickung ist relativ gut machbar, mittlerweile mit einer Eigenfetttransplantation. Und das funktioniert, das Ganze wird einfach ein bisschen voluminöser und dicker und das ist aber auch oftmals mit 1, 2 Wiederholungen nur wirklich zielführend. Aber es funktioniert. Und also ich kenne auch Jungs, die gerne größere Hoden haben wollen, größeren, volleren Sack. Und da wird dann ja häufig tatsächlich auch mit Silikoninjektionen direkt gearbeitet. Und das kenne ich jetzt auch also von vielen meiner Transgeschwister, die aus Ländern kommen, wo sie nicht unbedingt Zugang haben zu Kassenleistungen oder so, was ihre Transition angeht, wo viele der Girls auch einfach aus Verzweiflung dann zu irgendwelchen Leuten gehen, die ihnen dann irgendwelche wildes Silikon injizieren oder irgendwelche komischen Öle oder so, habe ich auch schon gesehen. Und das ist ja wahnsinnig gefährlich, oder? Ja, das ist Körperverletzung. Ja. Und das ist auch absolut obsolet. Das darf weder am schlimmsten natürlich, wenn das auch noch ein Arzt glaubt, machen zu müssen. Also das finde ich besonders verwerflich. Aber dann eben auch diese Blüten, die dann treiben, das ist in meinen Augen eine Straftat, denn es ist wirklich sehr gefährlich, flüssige, permanente Materialien irgendwo einzuspritzen und dann noch in Körperbereiche, die also quasi auch ein Hodensack beispielsweise, das ist ein weiches Gewebe, das ist auch kontraktil, das bewegt sich und da Silikon reinzuspritzen, ist Wahnsinn. Ja, doch gerade bei den Girls, ne? Also wenn die sich halt schnell mal, du weißt, was ein BBL kostet, ne? Und wenn die Girls das halt irgendwie auf dem Hinterhof machen können, in einer Sitzung sich permanent die Schenkel dick machen lassen, die Hüfte dick machen lassen und den Arsch dick machen lassen für ein paar $100, dann machen die das halt auch mal schnell. Und gerade wenn man dann noch ein paar Freundinnen hat, die das auch schon gemacht haben, die sagen, ach Schatzi, ich verdiene jetzt viel mehr Geld und das ist jetzt irgendwie besser und so. Und guck mal, ich bin jetzt eine richtige Frau, weil das jetzt irgendwie, ne, ich fühle mich jetzt besser. Ich kann das super gut nachvollziehen. Ich kann super gut verstehen, warum man, gerade wenn man in einer prekären Situation ist und irgendwie gucken muss, wie man die Kohle ranbekommt, dass man sich das so hinreißen lässt. Aber ich habe halt auch schon so viele schlimme Ergebnisse gesehen. Also wenn das dann anfängt sich zu entzünden, wenn das anfängt zu wandern, wenn das dann im ganzen Körper rumwandert und den ganzen Organismus durcheinander bringt. Horror. Es ist Horror und das wäre vielleicht auch, wenn es unsere Zuschauer, Zuhörer interessiert, echt noch eine Folge wert. Also ich habe Sachen erlebt, insbesondere auch in der Zeit, als ich noch in der Klinik, also in einem Krankenhaus tätig war. Die glaubt man nicht. Wir hatten in der Abteilung, in der ich war, hatten wir relativ viele geschlechtsangleichende Operationen, angefangen mit Brustamputationen oder eben auch Aufbau, je nach Weg. Und das Schlimmste, was ich je gesehen habe, war eine Frau, die sich auch aus Mangel an Geld ihre Brüste hat aufbauen lassen. Also sie war vom Mann-zu-Frau-Transition und hat sich dort die Brüste vergrößern lassen in irgendeinem, ich glaube mal Hinterhof oder möchtegern Arzt. Und das war ganz entzündet, war ganz schlimm. Und ich weiß noch, wie wir das notfallmäßig nachts rausgeholt haben. Die kamen im Krankenwagen und wisst ihr, was da drin war? Gefriertüten. Diese Zippertüten mit Wasser gefüllt, einfach reingesteckt.
Und dann war das halt einfach mal groß. Und man hat ihr gesagt, das wird noch abschwellen. Und dann waren die gar nicht mehr existent da, die das gemacht haben. Und sie war also in echter Lebensgefahr. Es war furchtbar. Das ist natürlich jetzt ein ganz extremes Beispiel. Aber da passieren Sachen, die kann man sich einfach gar nicht vorstellen. Solche Leute die Finger kriegt. Wahnsinn. Ja. Aber es ist, also ne, ich verstehe, wie gesagt, ich verstehe die Verzweiflung dahinter, dass man da versucht, Dinge herzustellen, die für die eigene Identität so wahnsinnig wichtig sind, für das eigene Gefühl. Ich sehe aber auch viele so Jungs, die dann, also es gab so eine Zeit lang, hat man das, als man noch auf Facebook war, auf Facebook öfter gesehen, so Jungs, die sich so Öl in die Arme injiziert haben, um so ganz große Bizepse zu bekommen. Und der Rest ist dann sehr, sehr schmächtig, aber dann haben sie diese ganz großen Ölarme und rennen damit so rum und behaupten noch, das wäre alles echt, ja. So Maus. Und man sieht es 10 Kilometer gegen den Wind, dass das immer nicht so ist. Das werden wir auch nicht in der Zukunft nicht verhindern können, dass so ein Körperkult eben dann auch so Ideen verbreitet und das auch ist auch gerade Penisverdickung. Da wird sich dann irgendein Öl, was man in der Drogerie kaufen kann, einfach selbst in den Penis gespritzt. Haben wir alles schon erlebt. Ja, irgend so ein Öl aus der Drogerieabteilung, ne? Irgend so ein Körperöl, was man zum Massieren nimmt, das wird dann weil irgendjemand das erzählt hat. Also es gibt, ich glaube, wenn man in so eine Notaufnahme in einer Großstadt geht, da wird man einiges zu hören bekommen, was man nicht glaubt. Das ist crazy. Das ist crazy. Bei was für Sachen im Bereich Körper sagst du denn kategorisch, okay, da bin ich raus? Also jetzt mal die Extremfälle mal außen vor genommen. Also Extremfälle sowieso, also was jetzt medizinisch überhaupt nicht vertretbar ist, das fällt ja sowieso raus. Aber ich habe es ja eben schon erwähnt, ich mag einfach keine Implantate in den Po einsetzen, weil die wenigsten, die das bekommen, haben danach kaum ein Problem. Es gibt immer irgendein Problem. Und dieses Handling danach ist super schwer. Es geht natürlich auch oft gut, aber es ist immer irgendetwas. Und ich versuche davon abzuraten. Das ist meine Meinung. Ich will da auch nicht für alle sprechen. Und da bin ich raus bei dem Thema. Das sage ich ganz ehrlich. Und ansonsten bin ich mache viel. Ich habe viel Erfahrung auf dem breiten Spektrum der plastischen Chirurgie. Es wäre auch einfach zu sagen, immer alles abzulehnen, ist falsch. Aber gewisse Dinge, die verlässt man dann einfach. Ja. Jetzt ist ja, heutzutage ist es ja sehr verlockend oft für ein deutliches, kleineres Sümmchen, vielleicht mal schnell ins Flugzeug zu steigen und zum Beispiel in die Türkei zu fliegen und sich da was machen zu lassen für 1/3 des Preises. Wir machen sicherlich noch mal eine Folge zu Beauty-Tourismus, weil das ein großes, großes Feld ist und nicht alles schlecht. Aber hast du viele so Korrekturen auf dem Tisch, wo du sagst, was war das denn? Kann ich gar nicht so sagen. Also das sind, was mir auffällt, immer wieder, und das ist nicht jetzt neu, das gibt es diesen Tourismus, diesen Medizintourismus und auch gerade im Beauty-Bereich, den gibt es natürlich schon lange. Mir fällt auf, dass selbst kleine Komplikationen, die wir ja auch haben, dann bei uns auflaufen, weil die wissen ja gar nicht, wo sie hingehen sollen. Die sind dann hier und auf einmal auch, da haben sie sich eine Bauchstraffung machen lassen, dann ist irgendeine Stelle, wo dann immer noch was raussuppt. Das ist vielleicht gar nichts Schlimmes, aber die sind hilflos und dann, manche werden dann hysterisch, die wissen nicht wohin. Natürlich sind wir auch nicht begeistert, wenn dann irgendwelche Patienten kommen, die wir ja gar nicht operiert haben. Ich war ja nicht bei der OP dabei und so weiter. Wir lehnen die aber nicht ab, wir machen das auch und versuchen denen auch zu helfen. Dafür sind wir halt da. Aber das wäre das, wovor ich immer warne. Schaut immer, dass ihr irgendwo seid, wo ihr eben auch euren Arzt oder zumindest eine Klinik habt, wo ihr wart, wo ihr euch immer hinwenden könnt. Ja. Aber ich kann nicht sagen, dass es jetzt die schlimmsten, gruseligsten Komplikationen gibt. Das wäre unfair. Ja, das meinte ich auch. Also ich habe nämlich auch das Gefühl, dass, wir hatten das in der Facelift-Folge, glaube ich, auch schon besprochen, mit Amerika, also mit den USA und mit Mexiko, dass das auch so einen Ruf hat, man geht nach Mexiko, um sich operieren zu lassen. Und oft machen die da ganz tolle Arbeit. Und genauso ist das hier ja auch mit der Hier mit Polen und Tschechien. Das sind super Ärzte, die haben genau auch ein Medizinstudium gemacht, waren bestimmt in irgendeiner guten Stelle, haben eine Facharztausbildung gemacht. Das sind andere Dinge, die da vielleicht mitspielen, wenn es dann in so eine Fließbandgeschichte geht, Klinikketten, die dann unbedingt möglichst viel Umsatz machen müssen und dann vielleicht auch noch nicht fertig ausgebildete Ärzte dann da einsetzen. Also das ist eher eine Gefahr. Aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass das ein Riesen-Topic ist bei uns. Jetzt lass uns mal den Blick in die Zukunft richten. Was für Sachen
glaubst du, kommen denn in naher Zukunft, die mit Körper zu tun haben, vielleicht Geräte oder OPs oder so, Techniken, die uns noch beschäftigen werden? Was gerade ein Riesenthema ist, sind diese sogenannten Energy-Based Devices. Das sind in der Regel laserbasierte oder radiofrequenzbasierte Geräte, die thermisch ein Straffen des Gewebes verursachen sollen. Wenden wir ja auch schon an. Beispielsweise BodyTite, da wird also zum Beispiel nach einer Fettabsaugung direkt mit einer Radiofrequenzsonde in das Gewebe gegangen und durch die Erhitzung gleich ein Schrumpfen erzeugt. Funktioniert, ist ein langwieriger Prozess, das dauert manchmal noch mal eine Stunde oder 1,5 Stunden länger, ehe das alles durch ist. Und es ist ein bisschen lahm, finde ich. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir benutzen es, funktioniert auch so, lala. Und die haben eine Weiterentwicklung und die testen wir jetzt aus. Die scheint, ich habe es gesehen in einem Kurs und habe mir das jetzt auch nochmal richtig erklären lassen. Und es wird auch in vielen Ländern ist ziemlich gut angewendet. Und ich glaube, wir kaufen es. Mal gucken. Das ist super potent. Das ist zum Wenn Straffen. Das zum Straffen. Das heißt, da könnte man eventuell auch die Winkeärmchen-OP sich sparen? Das ist etwas, gerade wenn es nicht so extreme Winkeärmchen sind, wo wirklich, also nach 100 Kilo Gewichtsabnahme, wenn da so ein Lappen, den kannst du mit nichts außer wegschneiden behandeln. Aber bei diesen mittelmäßigen Fällen, wo man jetzt auch sagt, naja, wir müssten es eigentlich schon wegschneiden, das Gerät schafft es nicht. Ich glaube, das Gerät könnte das schaffen. Aber ich bin ja immer jemand, ich gucke immer, ob es wirklich geht. Nicht nur, weil ich jetzt so eine Fehlausgabe, Investition vermeiden will, aber ich möchte auch vermeiden, dass ich das hier meinen Patienten antue, irgendein Gerät, was dann im Ende nichts bringt und vielleicht noch irgendeine Verbrennung erzeugt. Also wenn das soweit ist, sagst Bescheid. Sehr gut. Das ist doch ein schöner Ausblick in die Zukunft. Ihr Süßen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr bestimmte Themen habt, die wir noch nicht behandelt haben, die ihr gerne von uns behandelt haben möchtet, dann schreibt ihr uns bitte gerne auf Instagram, könnt ihr uns erreichen. Da heißen wir Untermesser. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schicken. Ich packe die E-Mail-Adresse in die Shownotes, die weiß ich immer nicht aus dem Kopf und will nichts Falsches sagen. Ja. Aber ja, und wenn ihr bei Christian einen Termin haben wollt, dann könnt ihr euch an Metropolitan Aesthetics wenden, über Instagram, die Website oder die telefonisch. Ja. Wir sind ja auch ein bisschen oldschool. Ja. Also man kann auch anrufen. Das mag ich. Gut, ihr Süßen, wir hören uns im nächsten Monat wieder. Und Thema für die nächste Folge ist ein alter Klassiker, aber ein wichtiger und einer, den wir auch nicht loswerden, nämlich das schöne Botox. Yes. Botox ist nicht wegzudenken und ist auch nicht wegzudenken für die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Also ich glaube es zumindest nicht. Und wir machen es da, wo wir es manchmal früher gar nicht gemacht haben. Es gibt ganz viele tolle Einsatzgebiete von Kopf bis Fuß. Das erzählst du uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ihr Süßen. Tschö. Tschüss.